Hallihallo, liebe Gothic-Freunde, herzlich willkommen zu einem Gothic-Fazit oder Review, nennt es wie ihr wollt, von mir, einem Typen, der das Spiel diesjährig zum allerersten Mal gespielt hat. An Gothic kommt man als Gamer in Deutschland nicht vorbei und trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, es 20 Jahre lang links liegen zu lassen, wie ganz viele andere Klassiker im Übrigen auch. Und die Gründe dafür liegen in einer viel zu langen Sportspielphase in meinem jungen Erwachsenenalter und in meiner Liebe zur Couch, die mich immer wieder den Konsolen in die Arme trieb, und für die gab es Gothic ja leider nie. Doch selbstverständlich war mir das Spiel als aufmerksamer Mediennutzer ein Begriff. Die Videos zum Spiel generieren überraschend viele Klicks auf YouTube und wurden auch mir deshalb immer mal wieder vorgeschlagen. Die GameStar versteckt fast alle Artikel über den großen Piranha-Wurf hinter einer Paywall und auch in sämtlichen Rollenspiel-Kommentarspalten findet man Querverweise zu Gothic. Und da ich gerade eher gelangweilt war von dem, was die Spielelandschaft mir aktuell so anbietet, bin ich über Elex dann bei Gothic gelandet. Und hier bin ich jetzt, angetreten, um eure nostalgieverblendeten Gefühle zu verletzen, oder kippe ich vielleicht doch eimerweise Wasser auf eure Fanboy- und Fangirl-Mühlen. In wenigen Minuten seid ihr hoffentlich schlauer. Mein namenloser Held wurde jetzt also reingeschmissen in die Welt unter der von innen nach außen nicht durchdringbaren Barriere, die von 12 Magiern errichtet wurde, um verurteilte Kriminelle von der Flucht vor der Zwangsarbeit des Erzerbaus abzuhalten. Nur leider geriet die Barriere zu groß, verschloss ein ganzes Tal unter sich und im Zuge des darauf folgenden unübersichtlichen Getummels hat das Gesocks die Macht im Minental an sich gerissen. Dumm gelaufen, nicht der Ort, an dem man seinen Urlaub verbringen möchte, aber nun das neue Zuhause des Namenlosen. Die Geschichte, die ganz klassisch mit einem Orkkrieg anzufangen scheint, drängt dieses Szenario dann auch gleich in den Hintergrund und stellt stattdessen dann die Barriere in den Mittelpunkt, was eine sehr kluge Entscheidung ist, da das Setting dadurch gleich mal frischer wirkt. Von den ersten Schritten in dieser unheilversprechenden Welt hatte ich tatsächlich Angst, weniger wegen der Monster als wegen der oft getadelten Tastatursteuerung. Überall liest man davon, wie schlecht die ist, und die GameStar ist sogar heute noch stolz darauf, dass ihre Petra Schmitz damals den Entwicklern gesagt hat, wie furchtbar das alles ist, woraufhin die dann doch noch eingeknickt sind und die Maus integriert haben. Ich zitiere mal aus dem Text, wie Petra Schmitz die Maussteuerung erfand. Da steht dann: Wir konnten, bzw. ich konnte Gothic erstmals selbst spielen und dabei feststellen, dass das Ding keinerlei Mausunterstützung hatte. Ich möchte an dieser Stelle ein WTF addieren. Ich würde jetzt gerne noch mehr davon wiedergeben, aber Paywall. Doch ganz ehrlich, das läuft doch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fand die Steuerung fast vom Start weg gut und intuitiv. Sobald ich kapiert hatte, dass man halt zu allem STRG drücken muss, war das im Grunde sogar ein Selbstläufer. Ich kann schon verstehen, dass Menschen da ein paar Minuten brauchen, bis sie dicke sind mit dieser Art der Fortbewegung, aber wie man diese Steuerung als Katastrophe bezeichnen kann, ist mir schleierhaft. Gerade auch deshalb, weil Gothic kein Dark Souls ist, ja. Es kommt in den Kämpfen nicht auf Millisekunden an, es kommt nicht auf Genauigkeit an. Wäre das der Fall, könnte ich die Kritik verstehen. Ich bin also losmarschiert und als völlig ungespoilerter Mensch war ich überrascht von der kantigen Schönheit, die auch 2021 noch bei mir ankam. Ich fand den Look charmant cartoonig, schon auch irgendwie düster, aber mit humorvollem Anstrich. Ob der jetzt gewollt war oder nicht, aber so wirkt es 2021 eben durch die Klobigkeit. Und ich war begeistert von der Spielerführung beim Einstieg. Man bekommt zuerst mal so ein paar Fleischwanzen vorgesetzt, damit man mal ungefährdet prügeln kann. Oder wie man das hier nennen mag. Dann bekommt man mit den jungen Scavengern und den jungen Mole-Rats Gegner vorgesetzt, die, wie sich dann im weiteren Spielverlauf zeigt, in der Welt sonst gar nicht existieren. Und am Ende erklären einem 2 Banditenjäger da noch etwas, zumindest dann, wenn man ihnen eine Pulle Arbeitersekt gibt. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Man durchläuft also im Grunde ein recht klassisches Tutorial, aber man bemerkt's nicht. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Da ist keine Textbox, alles wirkt harmonisch und natürlich nichts künstlich.
Von Minute 1 an wird meine Immersion nicht mehr gebrochen und die minimalistische Oberfläche, die einzig meine Energie anzeigt und im Kampf noch die der Gegner, tut übrigens noch ihr Übriges. Man wird nicht abgelenkt und geblendet von so bunten Objekten und Minimaps in den Ecken. Und was das Spiel am Anfang auch noch gemacht hat, es hat mein Mindset verändert. Ich bin schon so selbstbewusst und mit geschwollener Brust in das Minental reinmarschiert, denn in anderen Videospielen habe ich gelernt, dass mir niemand was kann, weil mein Charakter nun mal der coolste und schlagfertigste in der Welt ist. Ja, und dann stand ich vor der Torwache mit meinem großen Maul. Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Klar, ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Ein witziger Kerl. Ich mag keine witzigen Kerle. Netter Kampf. Schon wurde ich demütig und Dialogoptionen wurden von jetzt an gewissenhaft ausgewählt. Denn ich traute dem Spiel jetzt auf einmal alles zu, auch solche Dinge, die außerhalb der gewohnten Box stattfinden. Wenn es weh tut, lernt der Homo sapiens schnell. Dann war ich drin im alten Lager, einem von 3 Lagern im Spiel, und hier im bunten, lebendigen Treiben bestand ich meinen ersten Gesprächsmarathon. Was gibt es hier für wichtige Orte? Wie ist das Leben hier? Was sind die Vorteile des alten Lagers? Das Lager wirkt lebhaft, es wird gekifft und musiziert, es wirkt fast städtisch und trotzdem haben Piranha Bytes nicht den Fehler gemacht, eine laut Lore pulsierende Stadt im Spiel zu installieren. Denn große Städte in Videospielen dieser Zeit sind immer unauthentische Orte. Man sehe sich zum Beispiel die Stadt Denerim aus dem 8 Jahre später erschienenen Dragon Age Origins an. Laut Lore ist das, ich zitiere, die größte und bedeutendste Stadt Fereldens. Okay. Und das hier ist also der Marktplatz dieser pulsierenden City? Naja. Und selbst die dicksten Produktionen von heute, wie zum Beispiel ein Cyberpunk, sind weit entfernt davon, eine glaubwürdige Megametropole abbilden zu können. Dann doch lieber ein Burggürtel. Die Dialoge in Gothic sind auf den Punkt, aber darüber haben wirklich schon viele andere geredet, sowas halt. Ich bin neu hier. Sehe ich. Ihr kennt das. Und nach den ersten Dialogen hier hat man auch schon einen guten Gesamtüberblick über die Welt und die Fraktionen, denn auch Typen aus den anderen Lagern streunern hier herum, denn Todfeind sind sich die Fraktionen nicht. Es gibt neben dem alten Lager, deren Führungskräfte aus der Barriere gar nicht mehr raus wollen, da sie dank der exklusiven Erzminen hier wie Könige leben, noch die alternativgläubigen, fanatischen und dauerbreiten Exemplare der Sumpfbruderschaft und das neue Lager, bestehend aus Banditen, Söldnern und Magiern. Letztgenannte wollen die Barriere hochjagen. Im Laufe des Spiels muss man sich einer der Fraktionen anschließen, aber davor gibt es eine Welt zu entdecken und damit wären wir auch schon beim stärksten Teil des Spiels, dem Entdeckerteil, der ungefähr die erste Hälfte des ganzen Games ausmacht. Der Wurf in die Barriere war sozusagen der Anfang dieses Teils und mit Ausflügen an den Strand, in den Wald und in die Berge geht es stundenlang weiter. Die Welt von Gothic ist nach heutigen Maßstäben handlich, was bedeutet, dass man sie selbst ohne Karte beherrschen kann. Sie ist dicht, Leerlauf auf dem Weg von A nach B existiert, zumindest am Anfang nicht, und sie hat einen verdammt unheimlichen Wald. Was hatte ich Gänsehaut beim ersten Wolfsangriff, ich sag's euch ja. Man ist schwach am Anfang und wenn man schwach ist und läuft in diesen gruseligen, aber auch irgendwie heimeligen, da mitteleuropäischen Wald rein, dann kommt ein Rudel Wölfe, dann ist nicht nur die Gänsehaut, sondern auch der Tod garantiert. So stirbt man am Anfang unzählige Male, doch nach und nach trägt man seine hart verdienten XP zu verschiedenen Lehrern und wird ein passabler Kämpfer. Die Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Die Progression in Gothic ist fabelhaft und unkompliziert. Es gibt unzählige, unbezwingbare Ungeziefer und mit der Zeit, mit steigendem Level und steigender Stärke, wird man einem nach dem anderen Herr. Und jedes verdammte Mal ist es befriedigend, einen neuen Gegnertypen gepackt zu haben. Und dann wartet schon der nächste. Und das Beste ist, man kann sogar Waffenskills lernen, die den Kampfprogress visualisieren. Ein Feature, welches viel öfters in Spielen integriert werden sollte, denn es ist so naheliegend und so effektiv. Die Kreaturen, die man sich graduell untertan macht, sind super designt auf 2 Ebenen. Zum einen sehen sie einfach gut aus und hören sich gut an.
Der Sumpfhai zum Beispiel zu Hause im grauen Morast hat mit seinen 3 Kiefern einen Look, der so auch in einem Horrorspiel vorkommen könnte. Bei den ersten Begegnungen mit diesen Exemplaren habe ich mich eingenässt. Die Harpien dann wiederum punkten eher mit schrillen, durch Mark und Bein gehenden Schreien. Und die Schattenläufer, ja, sind halt einfach die Schattenläufer. Zum anderen sieht man den Gegnern in aller Regel an, ob es sich lohnt, jetzt schon einen Versuch gegen sie zu wagen oder eben auch nicht. Vom Gameplay her sind die Kämpfe scheiße. Sagen wir es einfach mal, wie es ist. Man klitscht durch alles durch, gegen Gruppen zu kämpfen ist scheußlich, weil man immer nur den einen anvisierten Gegner treffen kann und die Widersacher, selbst die krassesten Endgegner, bleiben gerne mal in ihren eigenen Angriffsanimationen hängen und können dann dadurch keinen Schaden austeilen. Aber trotzdem geht man gerne in die Kämpfe rein, weil sie eben bei erfolgreichem Verlauf dieses wohlige Gefühl auslösen, wieder einen gepackt zu haben. Es ist aber eben nicht dieses Glücksgefühl, das man aus skillbasierten Spielen kennt. Als ich bei Cuphead den hier geschlagen habe, ja, diese Sau. Da war das Gefühl ich habe so geil gekämpft, Mann, nach 100 Versuchen habe ich es endlich geschafft, ich bin so ein Vieh, Alter, saugeil. Hier ist es eher geil, mein Level ist hoch genug, aber auch das macht durchaus mal glücklich. Irgendwann ist die Karte dann so weit leergeräumt, dass das Erkunden nicht mehr unbedingt Sinn macht und spätestens jetzt sollte man sich einem der 3 Lager anschließen. Die Lager sind mir beileibe nicht alle sympathisch, Gehängte im Innenhof, nein, danke. Stop! Aber versetzt man sich gedanklich in die Ideologien der 3 Fraktionen herein, ist das Handeln aller absolut nachvollziehbar. Die kleine Spielwelt hilft dabei, die Bindung und den Bezug zu den Lagern zu festigen. Ich habe ja auch Elex gespielt und ich kann aus meinen Hirnwindungen, so sehr ich mich auch bemühe, wirklich kaum noch Nennenswertes zu den 3 Fraktionen dort herauspressen, mal abgesehen von den Namen vielleicht. Das kann jetzt natürlich daran liegen, dass sie dort einfach nur schlechter geschrieben waren, dass sie dort unglaubwürdiger waren. Das mag schon sein, aber ich denke, ein viel gewichtigerer Punkt ist der, dass es nun mal einen riesigen Unterschied macht, ob du 3 Fraktionen auf einer 40 Quadratkilometer großen Welt platzierst oder eben auf einer 2 Quadratkilometer großen Welt. Die kurzen Wege in Gothic führen automatisch zu engeren Bindungen, da man sich einfach häufiger auf die Füße tritt. Von dem her ist das auch ein bisschen ein Aufruf an die Entwickler, hey, liebe Leute, traut euch doch mal wieder ein bisschen kleinere Welten zu machen. Wenn man dann in ein Lager eingetreten ist, rückt plötzlich die Geschichte ganz klar in den Vordergrund. Es ist eine Geschichte, an deren Ende der Fall der Barriere stehen soll. Aber der Weg dorthin ist eben sehr kurvenreich, sehr uneben. Über den Plan, die Barriere zu sprengen, geht es hin zu einem ominösen 13. Magier, der sich im Orkgebiet verschanzt hat. Und letzten Endes ist dann doch alles viel mysteriöser und die Gefahr allumgreifender, als man es zu Beginn annahm. Ganz klassisch. Das ist auch so weit, so nett, das funktioniert alles, wenn auch einiges bis zuletzt im Nebel verborgen bleibt. Ob das jetzt absichtlich passiert, um Platz für Interpretation zu lassen, oder ob sich im zweiten Teil dann alles aufklärt, das weiß ich leider noch nicht, da ich den zweiten Teil noch nicht gespielt habe. Aber wie gesagt, das Grundgerüst der Geschichte steht stabil und ist funktional. Nur eben die angesprochene Unebenheit und vor allem der Kurvenreichtum sind dann doch etwas, an dem der Zahn der Zeit beharrlich genagt hat. Das Spiel wird jetzt nach und nach linearer. Und da man viele Missionen am Stück absolviert, fällt einem plötzlich auf, wie sehr man doch hin und her geschickt wird. Fremder bringe Medizin, dann Tarok helfen. Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dwachkar und Ort Antak. Fremder bringen dann Tarok machen. Das führte bei mir dann traurigerweise zum Verdruss. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte war ich Feuer und Flamme. Ich wollte wissen, was es mit dem Schläfer auf sich hat. Ich wollte voranschreiten, vorwärts gehen. Aber das Game bremste mich andauernd aus und schickte mich wieder ein paar Schritte zurück. Und irgendwann war ich dann doch waschecht an dem Punkt, an dem ich mir gewünscht habe, dass das Spiel endet. Kurz gesagt, für das nach heutigen Maßstäben etwas eintönige Quest-Design, mit dem Gothic aufwartet, war mir das Spiel einfach 3 bis 5 Stunden zu lang. Ich habe mich aber durchgebissen und hatte insgesamt auch großen Spaß, aber ich werde auch keinen für verrückt erklären, weil er das Spiel nicht beendet hat.
Ich möchte jetzt ein paar Worte über die Charaktere der Welt fallen lassen, gerade auch über die Bösewichte des Mean-Teils. Ich finde nämlich großartig, dass Gothic keinen einzelnen, niederträchtigen oder gar übermäßig skurrilen Antagonisten zu etablieren versucht. Ich denke bei der Beschreibung jetzt an so Figuren wie den Joker oder von mir aus auch an Vaz aus Far Cry 3, der ja viel gelobt wurde. Okay, fick dich! Stattdessen trifft man hier immer wieder auf verschiedene, widerwärtige, aber glaubwürdige Scheißkerle, die den Bogen hin zum überzeichneten Übergauner nicht überspannen. Alle Charaktere, gute wie böse in Gothic, sind nahbar, finde ich. Ihr Verhalten kommt einem aus dem eigenen Alltag bekannt vor. Wenn man sich jetzt also an Lefty rächt, ja, diesem Arsch, der einen zum Wasserträger verdonnert, dann rächt man sich ein gutes Stück weit auch an dem Scheiß-Chef, den man mal irgendwann hatte, oder dem Bully, der einen auf dem Schulhof rumgeschubst hat. Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Gothic ist ein Spiel, in dem sich der kleine Mann virtuell ermächtigen kann, auf eine Art und Weise, wie ich es aus keinem anderen Videospiel kenne. Und das liegt eben, wie gesagt, an den glaubwürdigen, alltagsnahen und gut vertonten Figuren. Apropos glaubwürdig und alltagsnah. Diese beiden Begriffe treffen auch auf die Sprache des Spiels zu. Trotz mittelalterlichen Settings hat man es hier ganz klar mit einer Gegenwartssprache zu tun. Es wird, wie oben schon einmal kurz angesprochen, kein Blatt vor den Mund genommen und ich finde, dass diese Sprache erst im Verbund mit dieser klobigen 2001er Grafik ihren Humor voll entfalten kann. Ich bin überzeugt davon, dass Gothic, wäre es 2005 erschienen, nicht das humorvolle Spiel geworden wäre, das es heute ist. Der abstrakte, cartoonige Look des Spiels ist für den Transport des Humors perfekt geeignet und so ist Gothic eines, wenn nicht gar das witzigste, ernste Spiel, das ich kenne. Und die Bugs tun ihr Übriges. Gothic ist ein Spiel, das schon nach heutigen Maßstäben eher anspruchsvoll ist, aber für ein Spiel von 2001 wiederum ist es sehr zugänglich. Es gibt nicht so viele Waffen, nicht so viele Rüstungen, man kann ein paar Ringe und Amulette anlegen, um seine Charakterwerte in eine bestimmte Richtung zu pushen und auch die Anzahl der Zauber ist absolut überschaubar. Um seine Figur also in dieser feindlichen Umgebung konkurrenzfähig zu machen, braucht man kein Mathematikstudium und auch kein ausuferndes Micromanagement wird vom Spielenden erwartet. Und das kann man ja so nicht unbedingt von vielen älteren Rollenspielen behaupten. Außerdem bekommt man durch die Kämpfe genug XP, was dazu führt, dass man sich kaum verskillen kann. Und die größte Schwierigkeit, die einem begegnen kann, ist eigentlich die, dass man etwas übersieht oder nicht weiß, wo man gerade hinlaufen soll. Probleme auf spielerischer Seite erwarten einen frühestens im rätsellastigen Endgame und diese Zugänglichkeit und diese atmende, mit guten Ideen und glaubhaften Charakteren gefüllte Welt sorgen dafür, dass ich auch Neulingen und auch jungen, videospielbegeisterten Menschen raten würde, Gothic heute mal auszuprobieren, trotz der schwächeren zweiten Hälfte. Das war's von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, man hört sich beim nächsten Mal wieder. Dann wird es eine Detailbetrachtung zu einem Teilaspekt von Gothic geben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen.